Sleeping Dogs war ein Open-World-Sandbox-Action-Game, das spät in der 7. Generation erschienen ist. Viele Wellen wurden geschlagen, als es gecancelt wurde, als es dann wieder auferstand und wieder gecancelt wurde. Eine nicht unproblematische, gar märchenhafte Geschichte, die leider auf ihr Happy End verzichten muss. Was ist also passiert mit Sleeping Dogs? Das Studio United Front Games wurde 2007 mit ursprünglich 10 Mitarbeitern in Kanada gegründet, die ihre Expertise von Radical Entertainment, Blackbox Games und Rockstar Vancouver mitbrachten, wo sie an Spielen wie Simpsons Hit and Run, Scarface, Need for Speed und Bully arbeiteten. Das machte Publisher Activision hellhörig, die händeringend nach einem neuen, heißen Scheibenkleister der Branche für ihr Portfolio suchten. Open-World-Spiele. Praktischerweise genau das, was United Front sich vorgenommen hatte angesichts ihrer Vergangenheit. Seine Inspiration wollte das Team aus dem Hongkong-Action-Kino entnehmen, was auch zum Arbeitstitel Black Lotus für das erste halbe Jahr führte. Activision ließ das Team ungestört an ihrer Vision arbeiten. Zumindest bis GTA 4 erschien. Rockstars Blockbuster rüttelte das Activision-Management wach, und zwar so hart scheinbar, dass sie sich beim Hochschrecken den Kopf stießen. Dieses kleine neue Studio sollte nun plötzlich etwas liefern, das mit GTA konkurrieren konnte, das es sogar übertreffen würde. Der Design Director betonte schon damals, dass das nicht einmal annähernd mit ihrem bisherigen Design kompatibel war, geschweige denn mit ihren personellen Möglichkeiten. Activision hatte aber Blut geleckt und ihre Ohren waren scheinbar noch verkrustet, denn sie hörten nichts davon. Die Spieler wollten Raketenwerfer, Jetpacks und hey, das Ganze hat doch einen asiatischen Touch, oder? Rush Hour war doch witzig, gib Black Lotus ein wenig mehr Jackie Chan und vor allem Chris Tucker. Dieser Humoraspekt würde das Spiel einzigartig machen. Das ließe sich gut vermarkten. Laut einem Entwickler ging Activision sogar so weit, den Regisseur Brett Ratner als Berater einzustellen, der mit aberwitzigen Ideen aufwartete, von denen die Entwickler keine einzige implementieren wollten. Nicht gerade hilfreich für die bereits angeschlagene Beziehung zu Activision. Eine frustrierende Entwicklung für das Team, die bereits so weit mit ihrer eigenen Vision vorangeschritten waren, dass so eine Kehrtwende bedeuten würde, dass sie zurück in die Pre-Production gehen müssten. Black Lotus war schließlich alles andere als sein Rush Hour, auch wenn Chris Tucker der Titel als Undercover-Name sicher gefallen hätte. Und ich versohl dir gleich deinen faltigen Hintern, Mann. Ich hab die Spielchen satt, kapiert? United Front traten also als geschlossene Front auf und widersetzten sich den Aufforderungen ihres Geldgebers, um an ihrer düsteren Story festzuhalten, die in rund einem Jahr bereits gehörig Form angenommen hatte. Da sich Activision die Ohren aber noch nicht geputzt hatte, beauftragten sie externe Autoren, um ihre Komödienidee zu Papier zu bekommen. Papier, das sie den Entwicklern anschließend am liebsten den Rachen heruntergeschoben hätten, um sicherzugehen, dass sie alles verinnerlichten. United Front hatte nun also 2 Skripte auf ihrem Tisch liegen. Eine alberne Komödie und ein finsterer Thriller, den sie machen wollten. Ein Papierkrieg, der noch eine ganze Weile anhalten sollte, bei dem sich Activision aber so siegessicher war, dass sie weitere Produzenten und Mitarbeiter für United Front finanzierten. Schließlich fanden beide Seiten den Kompromiss, dass man Black Lotus in Activisions totgeglaubte True-Crime-Reihe eingliedern würde, deren letzter Ableger New York City im Jahre 2005 kritisch und kommerziell floppte. Unabhängig von diesem in Gamerköpfen noch präsenten Bild, erachtete Activision eine bekannte Marke als weniger risikoreich als eine vollkommen neue IP. Dieses Schubladendenken stieß sicherlich nicht nur auf Wohlwollen bei United Front, aber unterm Strich war das Team froh und erleichtert, so wenigstens mit ihrer ursprünglichen Vision fortfahren zu können. Zumindest annähernd. Während sie den düsteren Ton und die ernste Geschichte behalten konnten, mussten sie das spielerische Erlebnis gehörig auspolstern. True Crime basierte schließlich auf 3 Grundpfeilern: Fahren, Schießen und Faustkampf. Activision hatte aber auch GTA 4 noch nicht vergessen und den Gedanken nicht aufgegeben, ein Konkurrenzprodukt auf den Markt zu bringen.
Also brauchte es ebenfalls Nebenaufgaben, Sammelsachen und eine deutlich größere Spielwelt. Das in kürzester Zeit dermaßen aufgeblasene Team führte zu Problemen und die ständig wachsende Liste von Anforderungen verlangsamte die Produktion dermaßen, dass True Crime Hong Kong nach seiner Ankündigung auf dem Video Game Awards 2009 zweimal verschoben werden musste. Das lag auch daran, dass Open-World-Spiele zu den größten Herausforderungen in der Spieleentwicklung zählen. Es ist ein einziges Ökosystem. Alles ist miteinander verbunden. Die Entwickler wurden ständig mit Überraschungen konfrontiert. Wenn sie lediglich 1 oder 2 Frames in einer Rennanimation hinzufügten, zerschossen sie dabei die Animationen im gesamten Spiel. Das Bearbeiten von Gesichtsanimationen führte dazu, dass plötzlich die Kampfbewegungen nicht mehr funktionierten. Ganz davon abgesehen, dass man sich nebenbei noch durchgängig mit dem Jonglieren der technischen Ressourcen auseinandersetzen muss. Die beeinflussen, wie viele Fußgänger oder fahrende Autos gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen sein können. Zweifelsohne eine Kunstform, alles bestmöglich aussehen und dann auch noch sauber miteinander funktionieren zu lassen. Um in deinem Körper alles sauber miteinander funktionieren zu lassen, solltest du möglichst auf Zucker verzichten. Besonders wenn du auf Energy und Softdrinks stehst. Hast du schon mal Holy Energy ausprobiert? Die deutsche Marke feiert aktuell ihren 4. Geburtstag mit exklusiven zuckerfreien Geschmäckern und Angeboten. Zusätzlich kannst du noch weitere 10% mit dem Code Lord of Nerds erhalten und dabei den Kanal und seine Videos unterstützen. You look like you could use a pork bun. Aus Activisions Finanzbericht im Februar 2011 ließ sich dann entnehmen, dass der Publisher True Crime Hong Kong fallen ließ, aufgrund von Qualitätsbedenken. Die Rockstar-Konkurrenz, die multiplen Verschiebungen und das gestiegene Budget würden einen Absatz von Abermillionen Spielen erfordern, nur um die Kosten zu deckeln, was Activision als nicht realistisch erachtete. Über die Hälfte des inzwischen rund 200 Mann starken Studios wurde mit einem Schlag überflüssig und United Front saß tief in der Patsche, wenn sie nicht schnell einen neuen Publisher für ihr Projekt auftrieben. Eine Alternative wäre, sich mit anderen Projekten über Wasser zu halten. Doch an den 2 gepitchten Spielen kam leider kein Interesse auf. Ein Glück, dass Square Enix nach ihrem Aufkaufen von Tomb Raider-Entwickler Eidos in 2009 immer noch darauf aus waren, den westlichen Markt mit westlichen Marken und Studios zu erobern. Mit Activision handelten sie einen Deal aus, um die Veröffentlichungsrechte an True Crime Hong Kong zu erwerben, allerdings ohne die wertlose Reihe dahinter mitzukaufen. Square benannte ihr neues Projekt also kurzerhand in Sleeping Dogs, basierend auf der Prämisse des Schläferagenten, der sich in die Ränge der Triaden einschleicht. Und Square Enix legte sich wirklich ins gemachte Bett, denn Sleeping Dogs befand sich zum Zeitpunkt der Übernahme bereits in der Alpha-Phase und konnte durchgespielt werden. Zusammen mit der Expertise des Publishers im Open-World-Bereich durch Spiele wie Just Cause konnten sie dem Projekt den letzten Feinschliff verpassen. Und auch durch Squares Beitrag zum Kampfsystem von Batman Arkham Asylum wurde das Kampfsystem intuitiver gestaltet. Gerade nach den letzten Monaten mit Activision war United Front begeistert von der Zusammenarbeit mit dem japanischen Publisher, der ihnen alle Zeit einräumte, um aus dem Spiel etwas ihrer Meinung nach wirklich Fantastisches zu machen, ohne irgendwelche Elemente zu streichen. Kein Wunder, Squares Investment nach der Übernahme eines nahezu fertiggestellten und von Activision finanzierten Spiels war verhältnismäßig gering, obgleich sie die Kosten für das Marketing und für die Hollywood-Sprecher übernehmen mussten und dabei auch alles andere als geizten. You must be a very dangerous man, Wei Shen. In fact, all the people Sunny told me to be with, Wei is the only one who said no, the only one. So, was this like a date? Im August 2012 veröffentlichte man Sleeping Dogs dann endlich für die PS3, Xbox 360 und den PC. Weit genug von den vollgepackten Herbst- und Wintermonaten entfernt und eigentlich nur in Konkurrenz mit Darksiders 2. Spieler und Kritiker waren begeistert von der ernsten Geschichte und dem unterhaltsamen Kampfgameplay, wenn man auch etwas am repetitiven Missionsdesign auszusetzen hatte und sich mehr Innovation für das Open-World-Genre gewünscht hätte. Die anhaltende Begeisterung ermöglichte eine ganze Reihe von DLCs, sowohl inhaltlich als auch kosmetisch, inklusive dem in der Generation obligatorischen Zombie-Add-on.
Doch, wie ich schon angekündigt hatte, sollte es für Sleeping Dogs dennoch kein Happy End geben. United Front ging voller Enthusiasmus an die Planung einer Fortsetzung. Erneut mit Wei Shen in der Hauptrolle, allerdings mit dem korrupten Partner Harry Feng an seiner Seite, was eine doppelte Storyline ergeben und einen Zwei-Spieler-Koop-Modus ermöglicht hätte. Auch ein Trend seiner Zeit, United Front spielte ebenfalls mit dem Gedanken einer Companion-App für Smartphones, über die man Helikopter und Polizeieinheiten organisieren könnte. Innerhalb von 2 Monaten verkaufte Sleeping Dogs sich 1,5 Millionen Mal. Eine solide Leistung für eine brandneue Marke. Aber Square Enix war anderer Meinung und etablierte ihren Catchphrase: Die Zahlen blieben hinter unseren Erwartungen zurück. Einem Schwachsinn, den wir in den kommenden Monaten zu so ziemlich jedem ihrer westlichen Franchises hören sollten. Sei es Hitman Absolution oder sogar das Tomb Raider Reboot. Alles finanzielle Misserfolge. Da man nach dem Aufkaufen aber nicht gleich wieder alle 3 einstampfen wollte, entschied man sich für die populärste der 3 Marken und führte zumindest diese fort. 2014 versuchte man das Interesse an Sleeping Dogs noch einmal mit einer Definitive Edition für die Folgekonsolen aufzufrischen. Doch das technisch wenig innovative Remaster und der Abstand von nicht mehr als 2 Jahren zum Original machten keinen Unterschied. Anstelle ihres ambitionierten Sequels sah United Front sich also gezwungen, ein anderes Projekt anzugehen. Triad Wars war ein MMO-Spin-Off von Sleeping Dogs, nachdem niemand gefragt hatte. Kein Wunder also, dass es nur in seiner Beta auf Steam erschien und nie offiziell das Licht der Welt erblickte, bevor es 2015 schon wieder verschwand. Square verlor das Interesse an dem weiterhin unabhängigen Studio und United Fronts verzweifelte Versuche, es mit neuen Pitches ein weiteres Mal zu entflammen, blieben weitestgehend erfolglos. Auch andere Publisher waren nicht zu erweichen. Nach dem übereilten und erfolglosen Release von Smash & Grab in Eigenregie, einem Online-Brawler, musste das Studio nur einen Monat später den Bankrott anmelden und seine Tore schließen. Ebenso wie die lebensnotwendigen Server ihres neuen Spiels. Unstoppable! Sleeping Dogs bekam allerdings dennoch erneut ein wenig Aufwind. 2017 begannen Gerüchte um einen Sleeping Dogs Film und 2020 bekundete die Hongkong-Action-Legende Donnie Yen Interesse daran, einen solchen zu produzieren und die Hauptrolle zu übernehmen. 2025 gab er bekannt, dass nach Jahren und Investitionen aus eigener Tasche keine Einigung erzielt werden konnte. Also können wir wohl davon ausgehen, dass Square Enix anderweitig beschäftigt ist. Letzten Endes können wir uns wohl glücklich schätzen, dass Sleeping Dogs trotz seiner wilden Entstehungsgeschichte überhaupt das Licht der Welt erblickt hatte und vor allem, dass es trotzdem so verdammt gut geworden ist. Gerne hätte ich Wei Shen tatsächlich mit GTA konkurrieren oder Sleeping Dogs das Vakuum von Marken wie Max Payne oder Driver ausfüllen gesehen. Aber immerhin ist das Spiel gut genug gealtert, um auch heute noch hervorragend unterhalten zu können, als das wundervolle Baby, das herauskommen würde, wenn GTA Yakuza vernaschen würde. Von einer ähnlich dramatisch-chaotischen Entstehungsgeschichte mit allerdings noch schlechterem Ausgang erzähle ich dir im This is Vegas Video. May the Lord, das bin ich, be with you. See ya. A man who never eats pork buns is never a whole man.